Welcome, everyone. Willkommen an alle. I will kneel down for a silent word of prayer. Wir werden uns niederknien zu einem stillen Gebet. Amen. Amen. So just for the recording, I will repeat myself. Also nur für die Aufnahme werde ich mich jetzt nochmal wiederholen. We are here at a camp meeting in Austria. Wir befinden uns hier an einem Camp-Meeting in Österreich. We have 3 languages in the room, which is a challenge, but also a joy. Wir haben 3 Sprachen in diesem Raum, welches eine Herausforderung ist, aber auch eine Freude. So far we didn't have internet. Bis jetzt hatten wir kein Internet. So we've studied already a little bit. Somit haben wir ein bisschen schon angefangen zu studieren, But it was not recorded. aber es wurde noch nicht aufgenommen. So now we have a little bit of internet. Also jetzt haben wir ein bisschen Internet. And we will try to, probably it's also good for us to repeat the thoughts we had. Und wir werden versuchen, die Gedanken zu wiederholen, die wir bereits hatten. I try to summarize. Ich werde versuchen, zusammenzufassen. I don't remember where we started. Ich erinnere mich nicht, wo wir angefangen haben. Yeah, I think we started 1989. That's a good point to start. Also wir haben 1989 angefangen. 1989 is the time of the end. 1989 ist die Zeit des Endes. 91, we identify as the increase of knowledge. 91 markieren wir als die Zunahme an Erkenntnis. We know internally it's the increase of knowledge on Daniel 11, 42-45 and the reform lines. Wir wissen, dass es intern Daniel 11 bis 45 ist und die Reformlinien. Externally, we have a person called J.D. Hunter. Und extern haben wir eine Person, die heißt J.D. Hunter, who sees that the world, in particular United States, is in a culture war. Sie sieht, dass die Welt, aber spezifisch die Vereinigten Staaten, sich in einem Kulturkrieg befinden. And he identifies what are the subjects of that culture war. Und er identifiziert die Themen von diesem Kulturkrieg. And my suggestion was that this culture war keeps escalating over the years. Und mein Vorschlag war, dass dieser Kulturkrieg über die Jahre hinweg eskaliert. And we could trace the years and we could trace the years and the escalation of that culture war. Und wir die Jahre zurückverfolgen können und auch die Themen des Kulturkriegs. And my suggestion was that this culture war finds its peak at the son-in-law. Und mein Vorschlag war, dass diese Or in the son-in-law time period. Diese Kulturkrieg sich am Höhepunkt zum Sonntagsgesetz befindet. So we take that from Hunter. We don't agree with his political ideas. Also wir stimmen nicht mit den politischen Ideen von Hunter überein. But what he says about culture wars and how early he was able to identify them. Aber was er über Kulturkriege sagt und wie früher schon es möglich war, diese zu identifizieren, is very interesting to us. Ist sehr interessant für uns. So, and we know in a culture war things are escalating. Und wir wissen, dass in einem Kulturkrieg die Dinge eskalieren. And as you continue in a culture war, politics. Und wie man im Kulturkrieg weitergeht, da ist die Politik, as well as churches, religions, also auch die Kirchen und die Religion, and individual beings, als auch individuelle are Leute, being forced and pushed to take sides. Werden dazu gezwungen, sich auf eine Seite zu stellen. So we see that, for example, in the Civil War within the time period of Ellen White. Also wir sehen das zum Beispiel beim Bürgerkrieg in der Zeitperiode von Ellen White. Another
famous history for Adventism is the Second World War and the First World War. Eine andere bekannte Geschichte ist der Erste und der Zweite Weltkrieg. So when we're in a culture war today, Also wenn wir uns in einem Kulturkrieg heute befinden, it shouldn't surprise us that politics are being pushed to take sides. sollte es uns nicht überraschen, dass auch in der Politik man eine gewisse Seite einnehmen muss And that churches are being pushed to choose a side. und dass auch Gemeinden sich einer Seite stellen müssen. And by that, also individual human beings will have to take a side. Und somit müssen auch individuelle Leute sich für eine Seite entscheiden. So politics, we already know things are escalating. We see things heating up. Also in der Politik sehen wir bereits, wie sich die Sachen aufheizen, sozusagen. One example I gave was the election in Spain, Ein Beispiel, das ich gegeben hatte, war die Wahlen in Spanien. and how a newspaper prophet commented and said, that's the first election which is about gender, and all the upcoming elections will be about gender. Und wie ein Zeitungsprophet gesagt hat, dass die zukünftigen oder die nächste Wahl über Geschlecht geht und auch die nächsten über Geschlecht gehen werden. And it's something we anyway say about the son-in-law. Und es ist etwas, das wir sowieso über das Sonntagsgesetz sagen. So it should be not of a surprise to us that the Adventist church is being pushed to take a side. Also sollte es uns nicht überraschen, dass auch der Adventismus sich für eine Seite entscheiden muss. And in March this year, Und im März dieses Jahres the Adventist Church in Germany handed out a statement. hat die adventistische Gemeinde in Deutschland eine Stellungnahme veröffentlicht. Taking sides where they're standing. Und sie haben sich für eine Seite entschieden, wo sie stehen. So we started, it was my desire that we start reading through that paper Und ich wollte, dass wir diese Stellungnahme lesen and see and understand where Adventism is standing and why they're standing there. und zu verstehen, wo der Adventismus steht und welche Seite sie eingenommen haben. So a few paragraphs in, we came to a statement Ein Paragraphe danach, wo wir gelesen haben, kamen wir zu einer Aussage, where the church says they are still upholding what they said in 2017. wo sie sagen, sie halten immer noch das hoch, was sie 2017 gesagt hatten. And then they repeat their statement. Und dann wiederholen sie ihre Aussage. Why is 2017 so important? Wieso ist 2017 so wichtig? 2017 in Germany, the marriage for all was passed. In 2017 wurde in Deutschland die Ehe für alle vorübergegangen. And the SDA response, Und die Antwort der SDA-Gemeinde ist, and they give their view that marriage is not for everyone, antworten und sagen, dass die Ehe nicht für jeden ist, but it is between a man and a woman. aber es ist zwischen einem Mann und einer Frau. And they based it on Matthew 19 and Genesis 1 and 2. Und sie basieren dies auf 1. Mose 1 und 2 und Matthäus 19. And the reason they give or the purpose thereof, they say, or what they say is the purpose of marriage is life and love. Und sie sagen, dass der Grund oder der Zweck der Ehe Leben und Liebe ist. So where we started to focus on was the component where they said it's about life. Wir haben angefangen mit diesem Aspekt des Lebens. When we came to the subject life, we thought, okay, what do they mean about life? Als wir über dieses Thema Leben gesprochen haben, haben wir gedacht, was meinen sie mit diesem Leben? And we quickly came to the subject that it's about biology. Und wir kamen schnell zu diesem Thema Biologie, That the union between a male and a female is about biology. dass es bei der Verbindung zwischen Mann und Frau um Biologie geht. And why is biology so important? Und wieso ist die Biologie so wichtig? We see that it's all about reproduction. Wir sehen, dass es alles um Fortpflanzung geht. So we started to look about reproduction. Wir haben uns die Fortpflanzung angeschaut. So we went
Side note, we went and looked at biology, Kleiner Hinweis, wir sind zur Biologie gegangen and we see that for many centuries, science was used, und wir haben gesehen, dass für mehrere Jahrhunderte die Wissenschaft benutzt wurde or biology was used oder die Biologie benutzt wurde, to prove that the male human being or male beings are higher up in hierarchy, and that female beings are inferior. um aufzuzeigen, dass die männlichen Wesen höher sind in der Hierarchie als die Frauen. And the reason they give is physical aspects. Und den Grund, den sie dafür geben, sind physische Aspekte. Maybe that would be a good exercise now. Vielleicht wäre das jetzt eine gute Übung. Where are some physical aspects where people reason that a male being is superior, thank you, than a female being? Welche sind die Aspekte, die zeigen, dass ein Mann, eine männliche Person über der Frau steht? So Raquel is saying it's force, bodily strength. Raquel sagt körperliche Kraft. Yes, continue. Men are taller. Männer sind grundsätzlich meistens größer. Frauen sind emotional und nicht rational. Women are emotional, not rational. Frauen sind emotional, nicht rational. Deniska? She said, she said they are more technical. Okay, men are more technical. Männer sind technischer. I think that would go into men are more rational. Das geht darin hinein, dass Männer mehr rational sind. Because they're more rational, they can be more technical Weil sie mehr rational sind, sind sie technischer. Because techniques requires rational thinking, not emotional thinking. Weil Technik erfordert mehr rationales Denken. Anything else? Etwas weiteres? Back then, people believe that man is the one who gives the seed and the woman is just carrying it, like the woman doesn't do anything. So back then, men were, people thought that the male being gives the sperm, the seed, and the woman is just carrying it. Also früher hat man gedacht, dass die Männer nur diesen Samen geben und die Frau tut diesen Samen nur tragen. The woman is just a vessel. Die Frau ist nur das Gefäß. Aryan, do you have another one? Because you're looking so like you have something in your mind. You asked for physical differences. We're also doing other differences. No, but I was thinking about the size of the brain. The size of the brain, Ich yeah. habe auch über die Größe des Gehirns nachgedacht. I remember it's just maybe 100 or a couple hundred years ago where they were measuring the brains of women and men. Es ist nur ungefähr 100 Jahre her, wo sie die Gehirne von Männern und Frauen gemessen haben. And they thought the brains of men are bigger, therefore they're smarter. Und sie haben gedacht, die Gehirne der Männer sind größer und somit schlauer. Which should be normal, as men are taller, most likely, then Und the brain is bigger. auch wenn die Männer größer sind, dann ist auch das Gehirn größer. They did the same to the races. Sie haben das Gleiche gemacht auch mit den Rassen. They measured the brains of white people and brains of black people. Sie haben die Gehirne der weißen Menschen und der schwarzen Menschen gemessen. Okay, so when we come to biology, Also wenn wir uns die Biologie anschauen, physical aspects like the structure of bones and wider chests or wider shoulders, physische Aspekte wie starke Muskeln oder breite Schultern, more strength, mehr Stärke, causes people to think males are more dominant. verursacht, dass Leute denken, dass die Männer dominanter sind. Their brains are maybe bigger, Ihre Gehirne sind vielleicht größer and they are capable of giving sperm. und sie können Sperm. And when that happens, a baby comes out.
So that is some of the aspects of biology. Das sind gewisse Aspekte von der Biologie. And then we looked in particular to the subject of reproduction. Und dann haben wir uns das Thema der Fortpflanzung angeschaut. And I thought all the comments which were made here, that was really interesting. Und alle Kommentare, die da gemacht wurden, fand ich sehr interessant. So to have a marriage, a union Also um eine Ehe oder eine gewisse Verbindung zu haben between a male and a female, zwischen einem Mann und einer Frau, why is it so important to have these two components in marriage? wieso ist es so wichtig, diese zwei Komponenten in der Ehe zu haben? If it would be only about love, Wenn es nur um die Liebe gehen würde, I suggest no one would care. dann denke ich, dass es niemand sich darum kümmern würde. So if it's just about respect and honoring the other person, making them comfortable Also and wenn- loving, feeling Also wenn loved, es nur darum geht, den anderen respektvoll zu behandeln und liebevoll und dass der andere Person sich geliebt fühlt, I think no one would care who enters into that union of marriage. dann würde niemand sich darum kümmern, wer in diese Ehe eingeht. But I think religion is somehow forced to mention it as well. Aber ich denke, die Religion ist gewissermaßen gezwungen, das auch zu machen. What I think for religion is so important Was ich denke, was für die Religion so wichtig is the reproduction. ist die Fortpflanzung. Why is a male and female, why do they need to enter into marriage? Wieso muss es ein Mann und eine Frau sein, die in eine Ehe eingehen? By the way, what does it mean to enter into marriage? Zu nebenbei, was bedeutet es, in eine Ehe einzugehen? For everyone who's married, Für can answer jeden, now. der verheiratet ist, der kann jetzt antworten. So you can live intimately. Du kannst intim leben. What does that mean, Monica? Was bedeutet das? If you want, we are very open here. So that people can sleep with each other. So, dass Leute miteinander schlafen können. So, and what happens when two people join in bed together? Und was passiert, wenn zwei Menschen miteinander schlafen? Reproduction is happening. Fortpflanzung passiert. So let's assume it would not be about reproduction. Also lasst uns annehmen, es geht nicht um die Fortpflanzung. Let's assume marriage would be only about, if we would say it in the term we used at the School of Prophets 2020 in Portugal. Wenn wir das in einem gewissen Wort sagen, wir haben dieses Wort benutzt in der Schule 2020 in Portugal. If it would be about the six, Wenn es um die 6 gehen würde, if it would be about worshiping your neighbor, wenn es darum ginge, deinen Nächsten anzubeten, you remember? erinnert ihr euch, Would be reproduction so important? wäre dann die Fortpflanzung so wichtig? No. Nein. So for me, how I understand it Also wie ich es verstehe, is that when people have the idea that marriage can be only between a male and a female being, ist es, wenn die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau sein kann, their focus is that reproduction has to happen. dann ist ihr Fokus darauf, dass diese Fortpflanzung stattfinden muss. And they, by the way, add, oh, it's also about love. Und dann fügen sie noch da hinzu, dass es auch um Liebe gehen muss. Because then you bring up the Bible verses or Ellen White quotes, Weil dann bringt man die Bibelverse auf oder Ellen White Zitate. or you have the case that a female and a male come together and one is disabled or something is wrong and they cannot do reproduction. Oder man hat zwar eine Frau und einen Mann, aber einer davon hat eine gewisse Behinderung und somit kann diese Fortpflanzung nicht stattfinden. And then you get into a problem if you say marriage is only about Und reproduction. dann hat man ein Problem, wenn man sagt, die Ehe geht nur um Fortpflanzung. So for me, this thought is deepening
Für mich vertieft sich dieser Gedanke, as we're in the culture war. wie wir uns in einem Kulturkrieg befinden, We need to consider what is marriage about. müssen wir uns anschauen, worum es in der Ehe geht. So remember, when we return to Eden, Erinnert euch, wenn wir zu Eden zurückgehen, what is reestablished? was wird dort wiederhergestellt? Marriage. Die Ehe. We know it's two things. It's the Sabbath and marriage. Wir wissen, es ist zwei Sachen, der Sabbat und die Ehe. And now we are deeply within a culture war Und nun befinden wir uns tief in einem Kulturkrieg, where the concept of marriage needs to be reconsidered. wo das Konzept der Ehe wieder überdacht werden muss. And for me, the impression deepens that in this culture war, Und für mich tut sich dieser Eindruck vertiefen, dass in diesem Kulturkrieg, what didn't you understand? Ja, can you say the sentence again? For me, what my My impression impression- deepens that in this culture war we are in, also mein Eindruck ist, dass in diesem Kulturkrieg, in dem wir uns befinden, is that the culture war is about, what is marriage about? Is it about reproduction or is it about loving your neighbor? ist in diesem Kulturkrieg, geht es darum, ist es über Fortpflanzung oder geht es darum, deinen Nächsten zu lieben? So when we speak about loving your neighbor, I know it's everyone is your neighbor. Also wenn wir darüber sprechen, dass du deinen Nächsten lieben musst, dann wissen wir, dass jeder ist dein Nächster. But I want to look at marriage now. Aber wir wollen uns jetzt die Ehe anschauen. So Sylvie, Silvi, there's a question. da gibt es eine Frage. Mhm. Warum gibt es dann im Himmel keine Fortpflanzung? Also die If Frage, the question was, also die Frage ist, was war die Frage? Ja, It's late. muss die Ehe und Okay. wiederhergestellt werden. wenn die Ehe und der Sabbat wiederhergestellt werden, Wir haben ja gelernt, im Himmel wird es. und wir haben gelernt, Also eigentlich im Himmel leben wir Frau. wie Engel, wieso gibt es dann keine Fortpflanzung? Und wieso So wird es the question wiederhergestellt? is, if Sabbath and marriage is restored at Also the end of the world, wenn der Sabbat und die Ehe am Ende der Welt wiederhergestellt werden, what is about heaven where we are taught it's not, there will not be reproduction in heaven, und es wird keine Fortpflanzung geben im Himmel and we will be like angels. und wir werden wie Engel sein. Habe ich das korrekt so wieder? I think Ich denke, when we open this can, wenn wir diese Kanne öffnen, it also opens the can, how's heaven going to be like? öffnet es ebenfalls das Fass, wie der Himmel sein wird. Will we have children in heaven? Werden wir Kinder haben im Himmel? And another question we can have is, what does it mean to be like an angel? Und eine andere Frage ist es, was bedeutet es, wie ein Engel zu sein? And the problem is, I think so far, and maybe not even on this earth, we can answer these questions. Und das Problem ist, dass wir bis jetzt diese Fragen gar nicht beantworten können. Und vielleicht können wir es auch Und nie. vielleicht bis zum werden wir es auch nie können, bis zum Himmel. Because when you look at Ellen White, Weil wenn wir uns Ellen White anschauen, she has statements where she's clear, or where it seems to be clear that there will not be reproduction in heaven. wo sie Aussagen hat, dass es klar ist, dass es keine Fortpflanzung geben wird im Himmel. But there is also a statement where you think there must be reproduction in heaven. Aber da gibt es ebenfalls Zitate, wo man denken könnte, dass es im Himmel Fortpflanzung geben muss. And on the other hand, what does it mean to be like an angel? Und auf der anderen Seite, was bedeutet es überhaupt, ein Engel zu sein? How can we know if we haven't seen one? Wie können wir wissen, dass wir bis jetzt noch keinen gesehen haben? So for me, instead of having a clear answer how heaven is going to be like, Anstelle davon eine Antwort zu haben, wie der Himmel sein wird, I think the questions come back up and are not necessarily answered till now, or maybe not till Christ comes back. kommen vielleicht Fragen auf, die wir nicht beantworten konnten bis jetzt und vielleicht auch nicht, bis Christus wiederkommt. Is this okay for dich? Does anyone have input to this? Hat irgendjemand einen gewissen Input dazu?
Eine Aussage? No, the question implies, and I think that's the issue that you addressed, that when we think marriage is restored, sorry, is there translation? Yeah. Also das Ding ist, wenn wir denken, dass die Ehe wiederhergestellt wird, We have marriage beginning, marriage at the end, also wir haben die Ehe am Anfang, die Ehe am Schluss then marriage is restored at the end. und dann ist die Ehe am Schluss wiederhergestellt. If we think in marriage is reproduction, Und wenn wir denken, dass in der Ehe diese Fortpflanzung ist, then you will have a question like that, like, what about reproduction in heaven? dann wirst du diese Mhm. Fragen haben, wie sieht es aus mit der Fortpflanzung im Himmel? But if restoration of marriage has nothing to do with reproduction, Aber wenn die Wiederherstellung der Ehe nichts mit der Fortpflanzung zu tun hat, but just with, let's call it love, aber lass uns jetzt sagen, nur mit Liebe, then you don't have that issue. dann hat man dieses Problem nicht. That's an interesting thought. I Das ist think. ein interessanter Gedanke, denke ich. But Any comments to that? Gibt es irgendwelche Kommentare? Monica? I don't know if that's, Ich habe zwei Sachen. one is, Speak loud. so when God is loud or not? Laude. I'll give you a phone. When God was creating us, He was creating us with His word, Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns geschaffen mit seinem Wort. physical world. But we don't know how we can reproduce in heaven. We can also be able to create by the word because we are created in His image, and the way we reproduce on this world is physical, but we will get new bodies. We don't know what it will be like. Do you understand? I'm trying to. So, if I understand you correctly, in this world, we physically reproduce. Also in dieser Welt können wir physisch wieder fortpflanzen. And as we get into heaven and we wenn wir- receive a new body, we Und- don't know what this new body looks like. So, we don't know. It doesn't have to be bodily Und wenn wir in den reproduction, Himmel because kommen, that werden is wir einen neuen physical Körper haben und somit wissen wir nicht, wie dies genau anschauen wird. Vielleicht auch nicht. Okay. And your second thought? War der erste Gedanke von Monika. Can I translate this? Oh, sure, sorry. Ja som len hovorila, že my akože tým rozmýšľame tak fyzicky, že fyzicky sa tu na Zemi nejako reprodukujeme, ale tam vlastne nás tvorí slovo a my potom dostaneme nové slovo, vlastne do duchovnej bytosti a možno, že aj budeme vedieť tvoriť slovo. My nevieme, aký bude vyzerať, neviem. And the other thought is Der andere Gedanke, den ich one person hatte, said this to me in the church. eine Person hat es mir gesagt in der Gemeinde. And she told me that sex was only given for reproduction. Und sie hat mir gesagt, Sex ist nur für die Fortpflanzung. Und ich habe mit ihr nicht übereingestimmt. And I think this is also interesting thought if you think of it from the way that it's something that makes two people close. It doesn't have to be about reproduction. Es muss, My other- ein anderer Gedanke ist, es muss nicht nur um die Fortpflanzung gehen. Sylvie, Peter. Tamina hat einmal gesagt, Parminda hat einmal gesagt, wir haben so viele Scheidungen wie noch nie wir haben so viele Scheidungen wie noch nie. und auch in unserer Bewegung. Und auch in unserer Das Bewegung. ist gut so. Das ist gut wegen so, des Missbrauchs oder wegen des Missbrauchs. sage ich So, nicht. let me translate. Parminder once stated, we have so many divorces in this movement, Also Parminda hat ausgesagt, dass wir so viele Scheidungen haben. and that's something which is not bad or good, based upon people are losing themselves of the abuse. Und das ist nicht schlecht, sondern Leute lösen sich von dieser Missbrauch. Yeah. No, maybe my English was bad. Vielleicht war mein- People are getting divorced because they do not longer take up the abuse in the marriage. Is that better? They won't put up with it. They won't put up with the abuse in the marriage anymore. Was ist deine Frage? Ja, meine Frage ist, wenn Gott die Ehe und Gesellschaft wiederherstellt,
Wie kann man das verstehen? Weil bei uns gibt es viele Scheidungen. Die Ehe wird nicht wiederhergestellt, im Gegenteil, sie geht kaputt. Und beim Sabbat, der Sabbat ist für uns nichts Neues. So Sylvie's question is, Also Silvis Frage ist, at the end, marriage is getting restored. am Ende wird die Ehe wiederhergestellt. How's marriage restored when there are so many divorces happening? Wie wird die Ehe wiederhergestellt, wenn es so viele Scheidungen gibt? Where's the restoration? Wo befindet sich hier die Wiederherstellung? Peter? Und dann Mama? Peter? Tady na zemi vlastně manželství je o věrnosti. Here marriage is about being faithful. Mhm. A my tu na zemi Hier vidíme geht tu věrnost die Ehe jako darum, biologickou, gekreuzt jako sexuální oblasti. And we think of it in a sexual way. That's the faithfulness. Wir denken da, diese Treue muss diese sexuelle Treue sein. V tom ideálním stavu lidé jako do manželství nebudou vstupovat, If se nebudou ženit a dávat. if in heaven people don't get married, Wenn die Leute im Himmel nicht verheiratet werden how is it going to be restored? oder heiraten, wie wird es wiederhergestellt werden? Věrné vztahy mezi všemi těmi bytostmi v nebesích. Isn't it faithful relationships between people among each other? Když tam sexuální oblast nebude. There's no sexuality. Je to manželství jakoby implantováno na všechny ty bytosti. Won't it be implanted on everybody? Do you know what he means? No. Not quite. Does it mean, does he understand it that way that marriage is restored by taking out the sexuality of a marriage? Also geht es darum, dass denkt, dass die Ehe wiederhergestellt wird, indem man die Sexualität aus der Ehe rausnimmt. He won't be in heaven. The sexuality, Die Sexualität wird nicht im Himmel what is sein, the- sagt er. actual point, the essence of his statement? Was ist der Punkt von seiner Aussage? Or is that the point that there won't be sexuality in heaven? Chtěl říct, že jakmile by to manželství obnoveno v tom božím království, když už tam nebude vlastně, se nebudou lidé brát. If people don't get married there, how can the marriage be restored? Takže to budou vlastně duchovní vztahy. So it's spiritual relations. Also Mhm. Duchovní vztahy věrnosti. wenn Leute im Himmel nicht heiraten, wie kann die Ehe da wiederhergestellt werden? Each other. So faithfulness of mind, okay. By měly být vlastně mezi všemi těmi lidmi. And it should be among everybody, not just two people. Und die Treue sollte nicht nur sein Není jako zwischen einem Paar, sondern zwischen allen. So he's asking, isn't the marriage today that we have training for Heaven. So basically everyone is going to get Ich sehe married. nicht heute whole nicht group. ein Training für die Ehe im Himmel. Okay, faithful, loving relationships among all of us. Also treue, glückliche Beziehung zwischen allen von uns. Okay. Not sure. Ich bin mir nicht sicher. Mama? Marisi, deine? Ich denke, Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild, so war es in Eden. So in Eden, it was that God created human beings to his own image. Und dieses Ebenbild soll wiederhergestellt werden in den Menschen. And this image is to be restored in human beings. Tento obraz sa musí obnoviť v ľudských bytostiach. Und wenn wir auf Eden zugehen, müssen wir heil werden. And when we approach heaven, we need to go, we need to heal. Weil wir alle in unserer Vergangenheit Missbrauch erlitten haben in irgendeiner Form. Because in some shape and form, we all experienced abuse in our past. Pretože každý z nás nejakým spôsobom zažil týranie alebo útlav. Und das Heilwerden beginnt mit dem ersten Schritt, sich loslösen von seinem Peiniger oder von seinem ständigen Missbrauchtwerden. Ohne das kann ich nicht heilen. So the first step of healing is to step out or
of the realm of the abuser. Does that make sense? Prvý krok k tomu uzdraveniu sa je vlastne opustiť toho zneužívateľa. Und wenn ich einen Missbrauch in einer Ehe habe, ich rede jetzt nur mal von mental, So if you have abuse within marriage, I'm speaking about mental abuse, Keď sa deje psychické týranie v manželstve, ist es mir nicht möglich, eigentlich richtig zu erfahren, wie Gott Ehe wirklich gemeint hat. for me, it's not possible to actually experience or know what God truly or originally meant with marriage ja nie som ani or designed marriage to be. ani vedieť a ani prežiť to, čo Pán vlastne mieni pre manželstvo. Und wenn Gott uns gebrauchen möchte, müssen wir verstehen, was es bedeutet, den anderen richtig zu begegnen, und zwar auf Augenhöhe, respektvoll. Wir müssen If we want to know what marriage, was Ehe wirklich, was es wirklich in der Ehe geht, ja, so if we want to know what marriage is really about, we need to learn to respect the other person und, und den anderen wertzuschätzen. Das haben wir verloren, was es bedeutet, einen Menschen wertzuschätzen. and we have lost to actually see value within the other person or human being. Und wenn wir solche Menschen werden sollen, um anderen Menschen ihnen zu helfen und And if we want to be people who are going or wanting to help others, damit andere geholfen wird, von dem Missbrauch loszuwerden, müssen wir den ersten Schritt tun und selber durchgegangen zu sein. that we can help others to get rid of abuse or not any longer put up with it, we need to be the first ones to get rid of abuse. Um anderen zu helfen und zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Erst wenn ich sehe, And to help others and show them how God truly is. Good, danke. Mark? What about the marriage of Christ? What about the marriage of Christ? Worum geht es, was ist mit der Ehe von Christus? Christ will marry as well, or is married? I don't know. He will marry because he will marry the city. Mhm. Christus wird eine Stadt heiraten. So what does that mean? Was bedeutet das für uns? You tell us. Du sagst es uns. A lot of people, because why does explain this in a great controversy? In Wald schreibt er das im großen Kampf. He says we are virgins, we are represented, or Sie we sagt, are guests at the marriage supper. sie sagt, wir sind Gäste an dem Abendmahl, an Hochzeitsmahl. So we are, when you are a guest, you are not the bride or the bridegroom. Also wenn du ein Gäste bist, dann bist du nicht die Braut, But we will live in the city. aber wir werden in der Stadt leben. I don't know, sometimes it's a bit confusing when you think about all these different things. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend, wenn man über all diese Sachen nachdenkt. Mhm. Yeah. That's why it's a good question. What's the reason behind the thought that marriage will be restored at the end? Deswegen ist es eine gute Frage, wenn es darum geht, was bedeutet es, wenn die Ehe am Ende wiederhergestellt wird. Mhm. You are done, Mark? Mama, Ayan, Monika. Vielleicht Maybe. ist deine Braut auf dieses Beispiel hin 144.000 oder die Erstlinge, die er mit in den Himmel gebracht hat. Maybe Vielleicht the ist die Braut 144,000 are the 444.000, bride, the first fruits, which die he's going to take with him to Erstlingsfrüchte, heaven, welche er mitnehmen wird zum Himmel, because they always follow the lamb. weil die immer dem Lamm folgen. Aryan? So yeah, the question is like,
marriage is restored, but there is in this movement a lot of mess when it comes to marriage. Also die Frage ist, die Ehe soll wiederhergestellt werden, aber in dieser Bewegung gibt es viele Unordnung, was die Ehe in der Bewegung angeht. But this mess, so to call, is there because we get a better understanding of marriage. Aber diese Unordnung sozusagen ist da, weil wir ein besseres Verständnis von der Ehe bekommen. What God wants to be a marriage. Oder was Gott möchte, wie eine Ehe ausschauen soll. So I think it's a sad thing, but it's a good thing if you think about the fact that it's necessary. Aber es ist ein notwendiger Schritt, es ist notwendig. Does this help you, Sylvie? Hilft dir das? Okay. Then we have that question solved. Hilft dir das, Silvi? Monika? I wanted to react to Mark. Ich möchte auf Mark reagieren. When I first heard about equality, Als ich zuerst über Gleichberechtigung gehört habe, the partners are counterparts to one another. dass die Partner gegenseitig ein Gegenstück sein sollen. And Tamina was explaining to me that we are counterparts to God. Und Tamina hat uns erklärt, dass wir ein Gegenstück zu Gott sind. And to me, it was a very strong thought that God brought us so high. Und für mich war es sehr ein starker Gedanke, dass Gott uns so hoch auf diese Ebene gebracht hat. All this message about equality Und all diese Botschaft über die Gleichberechtigung teaching us very deeply about how God sees us and wants to be in partnership with us. zeigt uns, wie Gott eigentlich möchte, dass wir was? Partner sind. Dass wir Partner sind. Oh yeah, go ahead. Čiže ja som veľmi pamätá, že keď som sa naučila o rovnosti, tak vlastne pani veľmi vysvetľala tak, ako nezážná sú si naprotivkom, tak sme naprotivkom Bohu. A pre mňa bola úžasná myšlienka, že Boh nás stojí druhou tým vysokom, že vlastne máme si tým byť rovne a chceme byť v partnerstve. Že to celá práca vtedy bolo o rovnosti, nás učí o tom, že vzťah sa nás nájde. To je čo ja môžem. So why is there such a mess within marriages in this movement? Also wieso gibt es so viele Probleme in den Ehen dieser Bewegung? When we say marriage is restored, Wenn wir sagen, die Ehe wird wiederhergestellt. just repeating that because I want the mic to pick it up. Ich wiederhole dies nur, damit das Mikrofon dies aufnimmt. It is because through the Midnight Cry message, Es ist, weil durch die Mitternachtsbotschaft we have a better understanding of marriage. haben wir ein besseres Verständnis der Ehe. And because we want to live up to that better understanding, Und weil wir gemäß diesem neuen Standard leben wollen we want to live by the truth, und wir durch die Wahrheit leben wollen and everyone has the choice und jeder eine Wahl hat, to live by it or not. mit diesem Standard zu leben oder nicht, It causes that it's a natural phenomenon. verursacht es oder es ist ein natürliches Phänomen. We know the gospel divides. Wir wissen, dass die Evangeliumsbotschaft zwei Gruppen teilt Truth divides, oder Wahrheit die Unterteilung macht. and not one marriage in this movement has to break apart. Und keine einzige Ehe in dieser Bewegung muss auseinanderbrechen. If both parties would live up to the truth the Midnight Cry message is teaching. Wenn beide Parteien in der Ehe gemäß der Mitternachtsbotschaft leben. But it's often because one person wants to live by the truth Aber es ist oft, weil eine Person gemäß der Wahrheit leben will and the other person is in some form and shape denying it. und die andere Person tut es in einer gewissen Art oder Weise ablehnen. I would suggest Matthew 19 Ich würde schlagen Matthäus 19, because of the hard hearts wegen den harten Herzen, that people get divorced today. Leute geschieden werden heutzutage. One person has a hard heart Eine Person hat ein hartes Herz, who doesn't want to live up to the light, die nicht gemäß dem Licht leben will, and the other one wants. und die andere Person möchte.
And when it comes to the subject of equality, Und wenn es zum Thema der Gleichberechtigung the kommt, personal is political, das Persönliche ist das Politische, that leads very often to divorce. dann führt es sehr oft zu Scheidungen. Aya? Just a little thing, I said, I call it, marriage and the movement is a mess now. Ich habe gesagt, dass Ariane's statement is, marriage in the movement is a mess now. also die Ehe in der Bewegung ist eine Unordnung oder gibt Probleme in der Bewegung. But actually, that's not true. The mess was before. Marriage was a mess before. Aber for eigentlich- for ages. And that is not true because the mess was beforehand. Now it's getting better. Aber das ist eigentlich nicht wahr, weil die Unordnung oder die Probleme waren vorher und jetzt wird es besser. Good? Good. Okay. Sivi, Warum muss der Sabbat wiederhergestellt werden? why does Warum- Sabbath have to be restored? Warum muss der Sabbat wiederhergestellt werden? I think the Sabbath was already restored, Ich denke, der Sabbat wurde bereits wiederhergestellt. and that was the Millerite time period. Das war in der Milleritenzeitperiode. That's why the Sabbath is not a test in our generation. Deswegen ist der Sabbat kein Test in unserer Generation. But because it's not a test doesn't mean we don't have to keep it. Aber nur weil es nicht ein Test ist, heißt es nicht, dass wir uns nicht daran halten müssen. It's okay? Yeah? I remember the trial plan for marriage, on the Sabbath and marriage. Ich erinnere mich an einen Gedanken von Ältester Terry über Sabbat und Ehe. And she was saying that through Sabbath, God was already trying to teach people equality. Und sie hat gesagt, durch den Sabbat hat sie bereits versucht, den Leuten die Gleichberechtigung beizubringen. Because he stopped men from work and put men and women together to go to him. Weil er die Männer gestoppt hat, zur Arbeit zu gehen und dass sie beide am Sabbat dienen oder anbeten. And she was making a point that we can only truly keep Sabbath. Und sie hat einen Punkt gemacht, dass wir nur den Sabbat halten können, Only when we live in equality. nur wenn wir in Gleichberechtigung leben. Do you remember the source? What series or something? Okay, you can post it on the forum. Erinnerst du dich an die Quelle davon? Ich werde das Video finden. To translate? Are you not going to translate what you said for them? She already translated. Yeah, she did what I translated. Or did you? Yeah. Too late. About the comment about the 144,000 being the bride. Der Kommentar, dass die 44.000 die Braut ist. I can be mistaken. Give me input, but I think that's not the case. Ich kann falsch sein, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. I think they're wedding guests because Ich they're the denke, es first sind- fruits. Es sind die Hochzeitsgäste, weil es sind die Erstlingsfrüchte. Does anyone know more about this? Weiß irgendjemand mehr darüber? Few different scenarios, yeah. So few different scenarios. Es gibt Different Zitate parables. für unterschiedliche Gleichnisse. So one time 144,000 are the bride and one time they're the guests. Also einmal, Field, right? The field can be the world, the church, it can be the movement, right? You can be the plant, also, you can be the observer. also es ist wie beim Gleichnis been a von while. Matthäus 13, dass das Feld die Welt sein kann, aber auch die Gemeinde, oder? Mhm. Oder auch die Gemeinde, also es hat unterschiedliche Symbole. So we agree that we don't remember, don't know. Also wir stimmen damit überein, dass wir es nicht wissen. So if someone wants to do homework for tomorrow. Also vielleicht kann es jemand als Hausaufgaben machen für morgen. Mark's input is also interesting. Der Input von Marc war auch interessant. Christ is going to get married. Christus wird verheiratet, How's that going to look like? geheiratet. Wie What wird is es it about? ausschauen? Warum wird es gehen? For sure it's a parable. Natürlich ist es ein Gleichnis. Maybe we have to compare and contrast it with marriage, Vielleicht müssen wir es which is also a vergleichen parable. und gegenüberstellen mit der Ehe, welches auch ein Gleichnis ist.
I'm honest, I can only leave it like that. Ich bin ehrlich, ich kann es nur so belassen. I'll continue now a bit, Ich werde jetzt ein bisschen weitermachen, because we don't want it to too much longer. weil wir wollen nicht mehr allzu lange weitermachen. So my suggestion is that as we're in the culture war, and considering marriage, Also mein Vorschlag ist, wie wir uns im Kulturkrieg befinden und die Ehe anschauen. the culture war is marriage about reproduction or is it about love? Da geht der Kulturkrieg, darum geht es um die Fortpflanzung oder um die Liebe. We went this morning we thought about reproduction, Diesen Morgen haben wir uns mit der Fortpflanzung befasst and there we had interesting ideas, and we will summarize that and then we finish. und wir hatten interessante Ideen, die werden wir zusammenfassen und dann aufhören. First of all, we wanted to understand why is reproduction so important Zuerst möchten wir verstehen, Wenn- wieso die Fortpflanzung so wichtig ist, when it comes to marriage. wenn es um die Ehe geht. And what we find is that there are different reasons. Und was wir herausgefunden haben, ist, es gibt verschiedene Gründe. There are reasons which the male would support and reasons which the female would support. Es gibt Gründe, die die Frauen unterstützen und Gründe, die die Männer unterstützen. So the reason why conservatives, also especially religion, SDAs, are focusing on that a marriage needs to be between a male and a female Also die Gründe, vor allem bei Konservativen, aber auch Adventisten, ist, dass die Ehe zwischen Männern und Frauen sein müssen, is because when a male and a female come together, it's reproduction. ist, dass wenn ein Mann oder eine Frau zusammenkommt, dass es um die Fortpflanzung geht. And why is reproduction so important? Und wieso ist die Fortpflanzung so wichtig? With a male being, we figured out Bei einer männlichen Person, that there is some kind of through the male being able to reproduce himself, haben wir herausgefunden, dass dadurch die männliche Person sich fortpflanzen kann. it's like he will continue to live in the next generation. Somit wird er weiterleben, sozusagen in der nächsten He Generation. will pass on his genes, Er wird seine Gene weitergeben he will inherit everything he belongs, und er wird erben, oder was? alles was hat, wird er vererben. Alles, was er hat, wird er vererben. He will pass on what he belongs to him. And it's somehow about power. Und irgendwie geht es auch um Macht. The example we brought up was Abraham. Das Beispiel, was wir aufgebracht haben, ist Abraham. Abraham was not able to reproduce himself and he was so depressed. Abraham war es nicht möglich, sich selber fortzupflanzen und somit war er sehr deprimiert. And then God promised him to give him a son, Und Gott hat ihm dann versprochen, ihm einen And Sohn not zu geben just one son, und nicht nur einen Sohn, but a whole nation which will be countless, biggest, yeah. und eine ganze Nation, die endlos sein wird. And suddenly Abraham is really happy Und plötzlich ist Adam mega glücklich and doesn't even mind that he will not experience that. und es geht, macht ihm nichts mehr aus, dass es nicht erfahren wird. So somehow for male beings, in a patriarchal system, it's super important to reproduce themselves, that they will continue to live in the next generation. Also in einem patriarchalischen System ist es sehr wichtig für Männer, dass sie sich fortpflanzen können, um in der nächsten Generation One weiterzuleben. comment was this morning, it's about the stronger one survives. Ein Kommentar heute Morgen war, der Stärkere überlebt. So for the female being Also to focus on reproduction, der Grund, wieso dass die Frauen sich auf die Fortpflanzung there are fokussieren, different reasons now. da gibt es unterschiedliche Gründe. So one statement was that, or in general, we understood that female beings receive so much value when they give birth. Wir haben herausgefunden, dass Frauen sehr viel Wertschätzung bekommen, wenn sie gebären. Why is that? gebären. One statement was because maybe she will give birth to the chosen one. Eine Aussage war, dass sie vielleicht die Geburt geben wird für ein auserwähltes Kind. So that's about the promise of the Redeemer. Es geht um die Verheißung die Versprechung des Verheißers. But then we also had other comments, Dann hatten wir auch andere Kommentare and we had stories come up like Leah
Rebecca, Wir hatten Geschichten wie Lea, Rebecca, Hannah, Hannah. and we saw that these women, all they desired was a child, a male child. Und wir haben gesehen, dass all diese Frauen sich ein männliches Kind gewünscht haben. And in these stories, and many, many more stories, you see, why do they desire to give birth to a male child Und so in all much? diesen Geschichten haben wir uns gefragt, wieso wünschen sie sich so sehr, ein männliches Kind zu bekommen? And the reason for it is that by giving birth to a child, Und der Grund dafür ist, indem sie ein Kind gebären, you please the male being. tut man dem männlichen Person And essentially, please the male being, gefallen. gefallen, der männlichen Person gefallen. And by pleasing the male being, essentially, you are doing better as well. Und indem man dieser männlichen Person gefällt, tut man ihm gefallen. Ja. So, pleasing the male being gives you your own value. Also indem man dem anderen männlichen Person gefällt, gibt es dir ja Ja. deinen eigenen Wert. Some reason why you exist. Dann gibt es dir einen Grund, überhaupt zu existieren. Some reason why you're valuable. Gründe, wieso dass du überhaupt wertvoll bist. You have a purpose. Du hast einen Grund. So, back in ancient history, that meant life or death. Zurück im alten Israel hat das Leben oder Tod bedeutet. And till up to date, that's often the case. Und bis heute ist das immer noch der Fall. But even this pleasing of a male being and finding your self-worth in it is still deeply ingrained into women, little girls today. Aber dass man dieser männlichen Person gefallen will, ist immer noch tief verankert in weiblichen Personen. Even if it doesn't necessarily mean death and life today. Auch wenn es heutzutage vielleicht nicht mehr um Tod und Leben geht. Leben und Tod geht. That it's about life and death today still. Basically, being straight, a woman who could not bear children in ancient times was worthless and was often kicked out or whatever. Also eine Frau, die damals im alten Israel keine Kinder bekommen konnte, war damals wertlos und wurde mehr oder weniger aus dem Haus geschmissen. Today, it's not so much about life and death in Western first world countries. Also heutzutage geht es nicht mehr in den westlichen Ländern so um Leben und Tod, was das angeht. I think that was a bit of a summary or repetition of what we did so far. Ich denke, das war ein bisschen die Zusammenfassung, was wir bereits bis jetzt gemacht haben. And tomorrow morning we will continue with reading the statement. Morgen früh werden wir weiterfahren mit der Stellungnahme der Adventisten, Because we know weil wir wissen, that in order to understand LGBTQ, um LGBTQ zu verstehen, we know we have to go to the subject of equality. müssen wir zum Thema der Gleichberechtigung gehen. Let's close with a word of prayer. Lass uns mit einem stillen Gebet schließen. Almighty God, Lieber Gott, thank you that we can come here together and study your word. danke, dass wir zusammenkommen, um dein Wort zu studieren. Thank you that we can also have internet now and that people can join and we can record. Danke, dass wir jetzt auch Internet haben und dass Leute zusammenkommen können und dass wir auch aufnehmen können. Lord, please bless this gathering here, Bitte segne diese Versammlung hier, that we receive wisdom dass wir Weisheit erfahren and that we understand more about marriage and what you meant it to be. und dass wir mehr über die Ehe verstehen und was es bedeutet. And let everyone have now a good night's rest. Lasst jeder gut schlafen And we put everything and everyone in your hands. und wir legen jedes und alles in deine Hände. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.